Ja, hi, ich bin der Viktor. Ich arbeite seit über 15 Jahren als Trainer für Kampfkunst, Fitness und verschiedene andere Sportarten, unter anderem im Fitnesscenter ATB. Dies war auch einer der Orte, wo ich mich als erstes selbstständig gemacht habe. Hier habe ich angefangen, Tai Chi anzubieten. Mittlerweile biete ich hier allerdings auch Pencak Silat, eine südostasiatische Kampfkunst aus Singapur, Malaysia und hauptsächlich Indonesien, an. Und genau, diese Kampfkunst ist auch die, die ich so ein bisschen für mich als die Kampfkunst entdeckt habe, die mich am meisten begeistert. Pencak Silat ist, wie schon gesagt, eine Kampfkunst aus Indonesien, Malaysia, Singapur, auch zu finden in den Philippinen, allerdings mittlerweile weltweit auch anerkannt als Kampfkunst. Es gibt internationale Turniere, zeichnet sich aus dadurch, dass die Kampfkunst sehr selbstverteidigungslastig ist, aber trotzdem noch sehr ästhetisch und mit einem bestimmten Tanz verbunden. Wenn man sich so die traditionellen Kampfkunstschulen anguckt, irgendwo in Asien, von früher vor allem, dann sind das natürlich Menschen gewesen, die 8 Stunden am Tag trainiert haben. Das kannst du nicht mit einem normalen Job. Wenn du allerdings gleichzeitig als Trainer arbeitest, kannst du dich durchaus während der Arbeit und dann auch noch in der Freizeit mit dem Sport beschäftigen, was natürlich dein Fortschreiten wesentlich besser macht. Allerdings hat ein Trainerjob natürlich auch seine Herausforderungen. Gleichzeitig hast du die Freiheit zwar, dir deinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten, bist allerdings auch auf Klienten angewiesen und diese Freiheit der Selbstständigkeit als Trainer geht dann eigentlich schon teilweise verloren. Für mich ein prägender Moment, der mich mehr in die Welt der Kampfkunst geführt hat, war eigentlich in der Zeit, in der ich auf der Straße zwischen 14 und 18 verbracht habe. Und in der Zeit habe ich häufig in Bibliotheken rumgehangen, weil die vor allem im Winter waren warm und man hatte seine Ruhe und man war sicher. Und ich hatte ein Buch gefunden. Ich hatte mich sehr interessiert für Spiritualität in der Zeit, für asiatische Kultur, für Spiritualität aus dem südostasiatischen Raum etc. Und ich hatte dann plötzlich ein Buch gefunden von einem Kampfkünstler, in dem er auch Meditationstechniken beschrieben hat. Eigentlich habe ich es nur wegen den Meditationstechniken gelesen, aber dadurch bin ich dann auch beim Durchblättern auf die Kampfkunsttechniken gestoßen. Das hat mich dann eigentlich wieder ursprünglich in diese Welt der Kampfkunst reingebracht. Ich mir dann später einen Verein gesucht habe, da eigentlich täglich nur noch rumgehangen habe, dort dann auch aufgefallen bin durch das intensive Training, welches ich da einfach gemacht habe und da ich zu jeder Trainingseinheit da war. Ja, und so hat mir ein Meister, dem ich halt aufgefallen bin, mir auch einen Job als Trainer gegeben, mich als erstes mal angestellt. Und damit hat sich das Ganze natürlich nochmal komplett geändert und aus einem reinen Hobby wurde ein Beruf, eine Berufung und aus der Fähigkeit, die man aus der Kampfkunst ziehen konnte, sich selbst zu verteidigen, wurde noch viel mehr, und zwar die Fähigkeit aus der Kampfkunst mein Leben zu finanzieren und zu führen. Also wirklich auch ein Schritt in die Erwachsenenwelt. Kampfkunst bietet einen pädagogischen und philosophischen Rahmen, in dem ethische Werte gut vermittelt werden können, was für meine Arbeit besonders wichtig ist. Das wird besonders deutlich in solchen Dingen wie den Pesilat-Geboten aus dem Pencak Silat, die ist ein Ehrenkodex, den quasi der Dachverband für alle Pesilat, also die ausübenden Silat, festgelegt hat. Die Gebote sind 3 Stück, von denen das erste wäre: Wir Pesilat wollen disziplinierte und vorbildliche Menschen sein, die sich ständig weiterbilden. Wir Pesilat respektieren Frieden, Freundschaft und Fortschritt und sind aufgeschlossen gegenüber allen Mitmenschen, unabhängig von Hautfarbe und Religion. Und wir Pesilat sind Verfechter der Wahrheit, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit und widerstreben allen Verlockungen und Versuchungen. Eigentlich ist in diesen 3 Geboten alles drin, was du brauchst, um einen ethischen Kodex zu bilden. Ich bin davon überzeugt, dass Kampfkunst von jedem ausgeübt werden kann, unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von körperlicher, geistiger Behinderung. Das Schöne ist, dass es immer einen Weg gibt, die Kampfkunst an den Menschen anzupassen. Ob es nun ein Hardstyle ist, wie zum Beispiel Pencak Silat, oder eine weiche Kampfkunst wie Tai Chi.